Simply delicious. Spiked breaking bread. You're gonna want more. Hi guys, willkommen zurück. Heute ist es Episode 29. Und jetzt, weil es schön herbstlich ist draußen, ich habe gedacht, warum nicht gleich nach Halloween einen Kürbissuppe machen. Meine ist ein bisschen anders als der ganz normale. Es ist schon cremig und natürlich kürbisig. Aber was mein Rezept jetzt wirklich besonders macht, ist eine Gewürzpaste aus der Thai-Küche. Und das ist Tom Yam-Paste. Tom Yam ist eine Suppe aus Thailand. Meistens isst man das hier in Deutschland als Tom Yam Gung. Der Gung heißt eigentlich nur Scampis oder Garnelen. Und das ist eine sehr, sehr spicy und schöne Basis für unsere Kürbissuppe heute. Ich gieße es auch auf mit Kokosnussmilch statt Sahne und es gibt trotzdem diese schöne, cremige Suppe. Gut, wie man hier sieht, sind sehr, sehr wenige Zutaten, aber dafür sehr geschmacksintensiv. Ich habe hier einen guten Schuss Olivenöl und eine grob gehackte Zwiebel. Das ist wurscht, wie man das schneidet, weil es wird eh später püriert. Ich habe hier etwas Hühnerbrühe. Natürlich ist es am besten, wenn man das selbst macht, aber eine paar gehäufte Teelöffel Hühnerbrühe Pulver, aufgegossen mit kochendes Wasser, geht auch. Kokosnussmilch. Dann, wie ich vorher sagte, Kokosnussmilch und eine Hokkaido. Ich habe eine Hokkaido in Kürbis. Hokkaido. Hokkaido. Und natürlich einen Kürbis. Ich habe mich entschieden für einen Hokkaido-Kürbis, weil die sind sehr einfach zu verwenden, man muss die gar nicht schälen. Hier haben wir Ingwer und Knoblauch, einfach ganz klein geschnitten. Und hier ist meine Tom Yam-Paste. Natürlich etwas Salz und Pfeffer und das war's. Ich fange jetzt an, den Kürbis auseinanderzuschneiden und mache ich weiter dann mit der Suppe. Okay, zuerst oben und unten abschneiden. Und hier wird es ein bisschen schwierig. Die Messer muss man ganz fest reindrücken, um das Teil auseinanderzuschneiden. Dann in Spalten schneiden. Die ganze Kerne rausputzen. Die hässlichen Teile, die noch draußen sind, auch abschneiden. Und dann in Stücke schneiden. Und jetzt rüber zum Herd. Olivenöl in einen großen Topf erhitzen, die Zwiebel hineingeben und schön andünsten. Ingwer und Knoblauch dazugeben. Und dann kommt der Tom Yam-Paste. Das rüstet man an, bis alles schön durchgemischt ist. Die Kürbis reintun und auch leicht anrösten. Und was habe ich wieder vergessen? Ja. Wermut. Ein guter Schuss rein, dann die Hühnerbrühe. Und die Kokosmilch. Hier muss man schauen, dass alles bedeckt ist. Gegebenenfalls kann man schon ein bisschen Wasser dazu geben. Und dann köcheln lassen. Es braucht schon 20 Minuten bis eine halbe Stunde, bis die dicken Stücke durch sind. Und jetzt kommt die Pürierstab zum Einsatz. Pürieren, bis alles schön cremig ist. Ich mag es aber persönlich, wenn man ein paar kleine Stücke noch drin hat. Und jetzt am Ende abschmecken mit Salz und Pfeffer. Lecker, 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 lecker. Okay,
Ziemlich einfach, oder? Aber der Unterschied im Geschmack zwischen diesen Kürbissuppe und einer ganz normalen Kürbiscremesuppe, die man überall findet, ist wirklich groß. Probiert es. Es wird euch echt überraschen. Absolut perfekt passen zum herbstlichen Wetter. Und das war's, Episode 29. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn schon, dann wie ich immer sage, einen Daumen hoch oder einen Kommentar würde mich echt freuen. Hoffentlich wir sehen uns nächste Woche. Danke vielmals fürs Zuschauen. Alles Gute. Bye bye. Und nicht vergessen, der Herbst ist der Saison, die uns lehrt, dass Veränderung schön sein kann.